Ja, hi, Grüße aus Alanya. Endlich kann ich ein Video wieder aufnehmen, weil die Hammerei hat ja heute echt, die Sonne geht schon fast unter. Und die Hammerei konnte jetzt endlich mal aufhören, damit ich mal ein Video aufnehmen kann. Ich wollte euch mal eine Story über die Elektrik hier erzählen. Wir haben ja Iskan, wie ihr wisst. Und da wollte ich natürlich schnell ein Abonnement abschließen über Elektrik, weil Äh, momentan verbrauche ich hier Baustrom und die sind halt doppelt so hoch wie normale Stromkosten halt, ne? Da will ich natürlich ein Abonnement haben und dann sagen die zu mir so, ja, das geht leider nicht, weil die Netzkapazität reicht nicht aus, um dir Strom zu geben. Ich so, ja, super. Antrag gestellt, keine Ahnung, dass sie mal zusehen, ja, versorgt zu werden. Es gibt, glaube ich, in Türkei eine Regel, wenn man Iskan hat, innerhalb vom halben Jahr oder im Jahr. Ich habe halbes Jahr gehört, aber letztendlich habe ich ein Schreiben bekommen gehabt, dass sie innerhalb eines Jahres ein Trafo aufstellen wollen. Ja, und dann könnte ich mein Abonnement haben. Schön und gut, ein Jahr lang ist eine lange Zeit. Und ob sie es dann gemacht haben, ist mal dahingestellt. Ja, jetzt zahle ich erstmal die ganze Zeit doppelten Preis für die Villa. Heizpumpe läuft. Und übrigens, Fußbodenheizung ist das Allerschönste, was man haben kann. Ich hatte ja vorher noch nie eine Fußbodenheizung gehabt, sondern immer nur so Heizkörper im Raum. Oder Klima zum Heizen, das ist ja das Allerschlechteste zum Wärmen. Machst du aus, ist gleich kalt. Und Heizkörper geht, aber Fußbodenheizung ist Nonplusultra. Kann ich nur empfehlen, jedem eine Bude mit Fußbodenheizung. Das ist so schön, schön warm, schöne Wärme, gleichmäßig, in jedem Raum, in jeder Ecke, gleiche Wärme. Das ist so schön und an den Füßen wird man ja immer am schnellsten kalt. Und ja, was ist? Bei der Fußbodenheizung ist er gleich als erstes warm. Ne? Also das ist echt eine tolle Erfindung. Auf jeden Fall ohne Strom. Also bei mir wird ja die Fußbodenheizung ist auch mit dem warmen Wasser integriert. Wir haben da so einen Boiler installiert und die Luftwärmepumpe erhitzt den Boiler und stellt dann halt warmes Wasser zur Verfügung und halt auch das warme Wasser für die Fußbodenheizung. Super Sache, kann ich nur empfehlen. Aber trotzdem sind jetzt meine Stromkosten doppelt so hoch. Und jetzt hat mein Bauleiter dann halt mit ein paar Projekten, die hier noch so drumrum sind, gesprochen gehabt und die Problematik dann halt mal erzählt. Und die bauen ja auch die Villen, bald sind sie fertig, halbes Jahr oder Jahr, und wollen natürlich jetzt vorsorglich auch ein Trafo haben. Und so ein so ein blöder Trafo kostet ja so 25.000 Euro. Und die Netzagentur, die sagt dann halt, ja, die kannst du dann durch den Verbrauch, kannst du dann das quasi, bezahlen wir das dir dann ab. Du sollst dann aber in Vorleistung treten. Der Hintergrund dabei ist, die wollen gerne ein Trafo überall aufstellen, aber die Buddelfirmen, sage ich jetzt mal, die wollen nicht für den geringen Preis buddeln und das da installieren. Und so bleibt das dann immer auf der Strecke. Und versuchen das dann halt den ganzen Kunden überzuhelfen. Aber 25.000 Euro, in wie vielen Jahren soll ich dann bitte schön das verbraten? Also zumal das auch noch das Haus zum Verkauf steht. Und ja, könnte ich ja, ist ja schön, kann ich ja dem Neubesitzer sagen, ach du kannst das Haus haben, kannst du 5, 6 Jahre kostenlos, ohne Stromkosten kannst du dann hier leben. Ja, ist zwar schön und gut, aber nee. Ja, mein Bauunternehmer, der ist dann halt zu den Villen drumherum gegangen. Es sind 17 Villen, nee Quatsch, 14 Villen da, um uns herum, die gebaut werden. Mal sehen, ob alle mitmachen. 2 haben schon zugesagt. Das ist schon mal der größte Batzen. Einer, das ist so ein kleiner Penner, das wisst ihr ganz genau, wen ich meine.
der ja gerne alles kostenlos haben will. Ich glaube, der beteiligt sich nicht, aber wenn. Naja, wir haben nochmal durchkalkuliert. Wir wollen das auf die Villenanzahl aufteilen, die 25.000 Euro. Wir kommen dann, also ich würde dann, wenn der Vogel mitmacht, kommen wir so auf 1700, 1750. Wenn er nicht mitmacht, müsste ich dann 2350 bezahlen. Das ist auch gut, weil die doppelten Kosten, das ist immens. Also ich habe echt hohe Kosten und ich versuche auch herauszufinden, was die Kosten überhaupt auslösen. Ne? Aber ich habe auch was Schönes bekommen. Moment, das zeige ich euch mal. Und zwar ist der Regulator da. Tada! Ein Riesenkasten. Da der Baustrom schwanken kommt, da flackern dann bei der Dunstabzugshaube die Lichter, gehen dann so flackern dann oder ja, überwiegend der flackert, geht hell, dunkel und also nicht so hell. Und der Kühlschrank, wenn man den aufmacht, die Innenbeleuchtung geht dann aus abends, generell nicht an, morgens schon. Manchmal ist dann auch so wenig Stärke da, dass dann der Tiefkühler komplett aus ist. Und ja, und die ganzen Schwankungen, die sind natürlich Käse. Man braucht aber Zuverlässiges und darum habe ich mir das Ding. Das ist ein geiles Teil. Ich zeige euch das mal. So, das sind 3 Phasen. 1, 2, 3. Und das Gelbe, da 219 kommt an. Oder auf einer anderen Phase 233. Hier nochmal 219. Und der Stromregulator macht dann schöne 220 Volt. Geil, oder? Also ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Definitiv. Schwankungen sind weg vom Abzugshaube. Kühlschrank hat immer wieder Licht. Und wir haben jetzt weniger Probleme. Das hätte sich auch, wenn wir Dings bekommen hätten, ich weiß nicht bei Trafo, ob das dann regelmäßiger angekommen wäre, werde ich ja dann sehen, wenn es installiert worden ist. Das war aber eine Notwendigkeit auch dafür gewesen, falls ich hier noch eine Solaranlage drauf machen sollte, dann ist das auch sinnvoll, dass das reguliert dann im Haus verteilt wird. Also keine schlechte oder sinnlose Anschaffung. So, noch einen schönen Sonnenuntergang genießen. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao.